NIOs Auto für die Masse kommt noch dieses Jahr nach Deutschland, der Firefly. Nicht nur besonders kompakt, sondern auch sehr praktisch soll er werden. Alle aktuellen Infos, wie viel Leistung er hat, wie weit er kommt, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. NIO will endlich Fahrzeuge im großen Maße absetzen und hat dafür schon letztes Jahr eine komplett neue Automarke vorgestellt. Firefly wird auch demnächst in Europa angreifen wollen und man hat sich dafür abseits der starken Technologie außerdem an Design orientiert, das in Europa gut ankommen könnte. Klein und praktisch sozusagen. NIOs Einstiegsmarke Firefly und ihr erstes Elektrofahrzeug, ebenfalls Firefly genannt, feierten jetzt ihr Debüt auf der Shanghai Auto Show. Während der Pressekonferenz kündigte NIOs CEO William Li an, dass Firefly dieses Jahr in 16 Märkten auf 5 Kontinenten eingeführt wird. Mit der Vorstellung der Firefly-Marke, die als direkter Konkurrent zu Mercedes Smart und BMWs Mini positioniert wird, verfolgt NIO das Ziel, seinen Marktanteil in Europa zu stärken. Trotz diverser Hürden zeigt sich Li zuversichtlich in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit von Firefly und verweist auf die fortschrittlichen Technologien, die das Fahrzeug auszeichnen. Um den europäischen Markt besser zu bedienen, plant NIO eine schnellere Umsetzung von Batterietauschstationen. Diese sollen durch ein vereinfachtes Design sowohl kostengünstiger als auch zeitsparender in der Konstruktion sein. Für die Firefly-Fahrzeuge werden die Batterietauschstationen um ein Drittel günstiger als die bisher für NIO-Autos geplanten Modelle. Die Erschließung der Infrastruktur in Europa soll zudem durch lokale Partnerschaften vorangetrieben werden, ein entscheidender Schritt zur Bewältigung des globalen Wachstumsengpasses bei Elektrofahrzeugen. NIO erschloss bereits zuvor neue Märkte mit dem gleichen Modell wie in China, dem Direktvertrieb. So gelang NIO der Einstieg in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Schweden. NIO vertreibt seine Autos auch in Norwegen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. William Li kündigte an, dass NIO beim Ausbau des Firefly-Umsatzes neben den bestehenden Vertriebskanälen auch Drittanbieter und Partner nutzen werde. Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, dass das Unternehmen in den Ländern, in denen es bereits über einen direkten Vertriebskanal verfügt, dieses Modell weiterhin verwenden wird und die neuen Märkte hauptsächlich über Partner und deren Händler erschlossen werden. Sofort auffällig ist das Lichtdesign von vorn, das auf 3 runde Lampen setzt, die es im Automarkt sonst bislang nicht so häufig zu sehen gab. Ansonsten sieht man die typische NIO-Designsprache, die auf wenig Schnörkel setzt und sehr viel Modernität mitbringt. Trotzdem erkennt man durchaus sehr viel Ähnlichkeit zum Honda E. NIO will auch mit Benefits begeistern können, die andere Fahrzeuge in dieser Klasse nicht haben. Wir sehen nämlich einige Kameras, was für diese Fahrzeugklasse eher untypisch ist. Die Mittelkonsole des Firefly verfügt über einen schwebenden 13,2 Zoll Bildschirm. Die 6 Zoll LCD-Instrumententafel sitzt auf der Längssäule. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des NIO Schrägheckmodells gehören 14 Lautsprecher mit 7.1 Dolby Sound, ein Duftsystem und eine Ambientebeleuchtung mit 256 Farben. Der Firefly ist nicht nur kompakt, sondern bietet auch eine für seine Klasse gute Funktionalität. So hat er einen 95 Liter großen Frunk. Der Innenraum bietet 27 Staufächer. Das Kofferraumvolumen beträgt 335 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzen beträgt das Kofferraumvolumen beeindruckende 1253 Liter. Unter dem rechten Rücksitz befindet sich ein zusätzlicher Stauraum mit 29 Litern. Der NIO Firefly ist 4 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,55 Meter hoch bei einem Radstand von 2,61 Meter. Zur Verdeutlichung, der Firefly ist 145 mm länger als ein Mini Cooper. Serienmäßig ist er mit einem 105 kW oder 141 PS Motor ausgestattet. Dieser Elektromotor beschleunigt den NIO Schrägheck in 8,2 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. Der Firefly hat einen 42,1 Kilowattstunden Akku mit einer offiziellen Reichweite von 420 Kilometer unter CLTC-Bedingungen. Der Firefly unterstützt ja auch die Batteriewechseltechnologie. Das Battery as a Service Abonnement wird jedoch erst am 1. August verfügbar sein und das auch erstmal nur in China, weil es noch gar keine Wechselstationen für den Firefly gibt. Außerdem bietet das Fahrzeug 15 aktive Sicherheitsfunktionen. Laut Hersteller deckt sein Hochgeschwindigkeits-Fahrassistenzsystem 99,99% ab. Der Firefly kann die Spur wechseln, Autos überholen und selber einparken.
Der Firefly wurde am 19. April auf den Markt gebracht. Die Auslieferungen in China beginnen am 29. April. In Europa wird die Marke zwischen Juni und August auf den Markt kommen. Die Rechtslenkerversion für Großbritannien und Asien wird voraussichtlich im Oktober verfügbar sein. NIO bezeichnet den Firefly als High-End-Modell der kleinen Elektroautos, das wird also nicht so günstig wie zum Beispiel ein Renault 5. Der Firefly wurde jetzt in China mit einem Preis zwischen umgerechnet 14.769 € bis 15.500 € auf den Markt gebracht, etwa doppelt so hoch wie bei einem BYD Dolphin Mini. Im April 2025 geht es in China los, in Deutschland soll er im zweiten Quartal 2025 an den Start gehen. Aber was denkt ihr, was der Firefly bei uns kosten wird? Schreibt es unter das Video. Was haltet ihr vom NIO Firefly? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!